Saß ich von das Thema habe meine Dissertation vorbereitet und gucke dort der Webseite vorzüglich. Wächst zusammen als der Mann. Oh, okay. Als ich bemerkte, dass im Restaurant andere freie Tische gab, sagte ich zu diesem Mann. Ich werde mich entschuldigen und fragen. Kann ich was für Sie tun? Nun ist es doch so, dass Sie bald den Abschluss machen, da brauchen Sie bestimmt einen Job nicht. Ja, es ist, wie der Zufall will, haben wir den Job für Sie. Der Mann hielt inne und seinen folgenden Worten Nachzug zu verleihen. Einen sehr, sehr geheimnisvollen Job. Einen wunderbaren Job. Das war ein wunderbarer. Das klingt interessant. Und Sie nicht. Schwarz auf einer Seite waren 3 Buchstaben. Offensichtlich wurden wir als Mitglied angenommen. Wir Ich bin fest überzeugt, dass Sie derjenige sind, nach dem wir gesucht haben. Sie werden die Stelle des stellvertretenden Architekten der Archivabteilung antreten. Direktor Schnittbauer wird Ihr Vorgesetzter sein. Begeben Sie sich am 13.08.2012 in 9 Uhr zum Sektor im Sektor Y, um Ihre Personalakte entgegenzunehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Personalabteilung von 5 der SCP-Foundation, sichern Berggrenzen. Das ist das, wofür SCP steht. Secure, Contain und Protect. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Due to their existence, the balance of mankind's peaceful life has been upset. However, no matter how advanced our technology, no matter how great our scientific breakthroughs, there will always be anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from, or what their purpose is. These questions plague mankind and affect our daily lives. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. The SCP so that people may live free of fear, while ordinary people live in the sunlight. We must fight anomalies in the shadows. We must prevent them from being exposed to the public, so that people may live in a rational and ordinary world. We secure, we contain, we protect. Etwas leiser. Wer es nicht kennt, die SCP Foundation ist in dem Universum, ist wie so ein Paralleluniversum, mit dem die existiert. Und da ist es so, dass sie dafür da sind, Anomalien, also merkwürdige Objekte, Personen, Kreaturen zu sichern, zu erforschen und dafür zu sorgen, dass sie halt keinen Schaden zufügen. Mit was Level.
14 betreten. Wir gehen jetzt in unser Büro. Wir sind Archivar. Eben. Münzen. Wo sind die Büro? Wo sind sie? Ein Stück weiter. Abends. Lesen. Das ist ja mal hier. Harry. Oh, das ist Harry. Das ist er eben, oder? Harry ist der Schäler. Ich bin der Skorpion oder irgendwas. Und ist der SCP-Wertung. Wir machen auch. Ich glaube, am 20.05.1989 geboren. Wird in der Zukunft klassifizierten Strengheitliche-Faktoren. Bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Einhaltungsverpflichtungen gelesen haben und dann es befolgt werden. Selbstverständlich. Und ich möchten wie Software vorstellen, die jeden Tag sitzt jeden Aufgabe. Wird man zu, wenn es ein Video kommt. Kommunikation bestand vorrangig das Sofortnachrichtensystem, wo Daten als Verschlüsselung mit 2 verarbeitet werden, während sie auf dem Grund linken in Erinnerungen und 10 sind sicher unverzerrt werden. Informationsaustausch und Implementation, weil Mitarbeiter müssen an der Orientierungsschulung teilnehmen, wo sie mit der Arbeit beginnen. Diese Übersicht zeigt öffentliche Informationen von allen Standorten weltweit an. Sie können sich diese Informationen jederzeit die Einführung geschlossen die SCP Foundation hat quasi weltweit Standorte, wir sind jetzt hier nur Nordamerika. Und das kann man sich, glaube ich, am ehesten, wenn man es nicht kennt, mit sowas wie Area 51-artig vorstellen. 13 hat sich ein abnormaler Zwischenfall ereignet. Alle Gebäude von Standort 13 sind spurlos beschädigt. Und noch nie zuvor gesehene Gebäude tauchten aus dem Nichts auf. Einige davon brannten, Stunden später war wieder alles beim Alten. Aber es fehlten Mitarbeiter, einschließlich des Direktors SCP sind während des Vorfalls verschwunden. Also das ist sowas, was bei der SCP vielleicht auch im Vorauftritt, wenn man solche Sachen sieht. Sehr ganze Wiki-Einträge im Internet auch so. Das sind dann so Wertstellen zur Sicherheit, weil nicht jeder darf alles wissen. So, ne? Sich bestätigt mit Hilfe einer der zur Verfügung stehenden Anomalie des Multiversums die Fälle durchbrechbar mit Sicherheit im Fall der Szenarien von Szenarien der Klon. Sein wird es sein, ein Szenario der Klon. Sondern dank dieser Artikel wird in diesem Moment so von uns selbst gelesen. Sagen Sie Ihrem Wählen selbst. Hallo. Insekten. Abslaufverderben. Zufolge hatte der Rektor von Standort 87 bereits die örtliche Regierung dazu aufgefordert, die Entblätterungsmaßnahmen mitzuerstellen. Gibt es jetzt auch Sicherheitssachen? 379 wird ein Gesetz verabschiedet, dass es Bürger und auch andere Bürger mit elektronischen Geräten anzugreifen.
Führt zu einer Reihe gewalttätiger Auseinandersetzungen, die Täter griffen Passanten willkürlich mit elektronischen Geräten wie Smartphones, Laptops und Spielkonsolen an. Es wurde bestätigt, dass dieser Vorfall durch SCP-1434 beeinflusst wurde. Es wurde eine mobile Einsatztruppe am Standort 279 entsandt, um es einzudämmen. Es wurde berichtet, dass diese Reihe an Vorfällen einem wirtschaftlichen Verlust in Höhe von 6,72 Millionen Dollar und 68 verletzten Bürgern resultierte. Viele Täter wurden durch diesen Vorfall finanziell ruiniert. Ach du Scheiße. Okay. So, nächste Zone. Hier war Europa. Standort 66. Forschungsergebnisse zu organischer Abnormalität. Untersuchungen haben ergeben, dass sich Wachstumsrate der Feldfrüchte und Stoffwechselrate der Menschen, die sich im Einflussbereich von SCP-569 befinden, signifikant erhöht haben. Diese Erkenntnis hilft vielleicht dabei, dessen Quelle ausfindig zu machen. Es ist ein SCP, was bekannt ist, aber der Aufenthaltsort nicht. Standort 99. Die mobile Einsatztruppe Epsilon-11, neunschwänziger Fuchs, hat sich Zugang zu Standort 99 verschafft, um Instanzen von SCP-3199 wieder einzudämmen, die die Einrichtung übernommen haben. Möglicherweise haben sich noch weitere Eindämmungsbrüche im SCPs ereignet, aber davon haben wir bislang keine Kenntnis. Gegenwärtig ist keine Kommunikation mit Standort 99 möglich. Agenten vermuten, dass diese etwas mit SCP-1360 zu tun haben könnte, der während des Bruchs an Standort 99 festgehalten wurde. Die mobile Einsatztruppe Kammer 13, Gesetzesvollstrecker, wurde ebenfalls entsendet, um sich während dieses Bruchs um SCP-1360 zu kümmern. 6 in Italien. Und 8.6, die Foundation hat in einer Zeit des Kalten Krieges einen Elbrus-Computer gefunden, der Computer ist noch immer in Betrieb und es kann bestätigt werden, dass er dazu imstande ist, im Fall des Versagens die Stromversorgung alle Raketenabwehranlagen von ganz Osteuropa zu steuern. Nice. Hier haben wir noch 17. An Standort 17 hätte sich beinahe ein Vorfall mit SCP-953 ereignet, die fast in der Deckungszelle ausgebrochen wäre, die zugewiesene Drohne unerwarteterweise Fehlfunktion hatte und sich in der Tür einklemmte, die anschließend in einem kleinen Spalt geöffnet war. Möglicherweise konnte ein American Foxhound mit dem Namen Mr. Kibbles in ihrem Ausbruchsversuch Einhalt gebieten. Nachdem dieser von dem Geruch angelockt wurde und sich direkt auf SCP-953 stützte. Mr. Kibbles wird heute Abend um 21 Uhr für seine Heldentat ausgezeichnet. Nice. Das von Dr. Anderson geleitete Forschungsteam. Am Standort 19 konnte endlich mit Hilfe von SCP-120 seine neue Methode zum Transport von Personal zur Einrichtung auf dem Mond fertigstellen. Es wären zwar weitere Tests erforderlich, aber dieser Durchbruch sollte eine weitere Expansion der Foundation auf der Mondfläche ermöglichen. Okay, es gibt also schon Standorte auf dem Mond. Standort 86. Der Chefkoch von Standort 86 wurde angesichts einer schriftlichen Urteilung von Leiter durch einen anderen ersetzt. Die Pizza des neuen Chefkochs ist besonders köstlich. Anscheinend passt sich der Geschmack der Person an, die sie ist. So. Berichte des vorläufigen Standorts 72 deuten darauf hin, dass die jüngste Zunahme geologischer Aktivitäten in keinster Weise in Verbindung mit SCP-4997 steht. Der amtierende Standortdirektor möchte jedoch alle daran erinnern, dass immer noch vernünftige Vorschläge im Hinblick auf Neutralisationsmaßnahmen gewünscht sind und dass es sich bei es mit Feuer töten nicht um einen vernünftigen Vorschlag handelt. Okay. Die 84. Achtung, nach mehreren bestätigten Sichtungen von Agenten der Chaos-Rebellion in der Nähe wird die Alarmstufe von Standort 84 auf 4. Ein Mitarbeiter von Standort 84 darf das Gelände verlassen oder Übertragung nach draußen senden, bis die Bedrohung erfolgreich neutralisiert wurde. Standort 100. Es wurden neue Daten hinsichtlich des Vorfalls 035a freigegeben, der von SCP-035 momentan bis Standort 108 inhaftiert verursacht wurde. Personal mit einer Sicherheitsfreigabe von 4 erhalten Zugriff auf die Daten, wenn sie die erforderliche Bewerbung einreichen und sie eine psychiatrische Prüfung unterziehen. So, und das waren die alle unserer Freunde.
Archivabteilung Gruppe 3, das sind wir. Wie lief da? Passwort zum Dokumentenserver 3501, das könnte wichtig werden. Biologie und Philosophie studiert. Das ist ein Inhalt. Das ist relativ ereignislos. Jetzt nicht mehr an Jonathan. Okay, das ist warum die Stelle wahrscheinlich frei wurde. Messenger. Aus Harvard, Stanford oder wie auch immer. Scheint ja wieder tot sein oder verlor seine linke Hand, weil es sich nicht ans Protokoll hielt. Und SCP-7457 berühmte. Sehr nah. Jetzt schaltet sich Chuck Auer ein, das ist unser Spiel. So, jetzt kriegen wir 2 Aufträge. Jetzt ist es dran. Abteilungsaufgabe, alle existierenden Eindämmungsarchive zu kontrollieren, zu ordnen, katalogisieren und anzupassen. Main-Grundzahlen. Okay. Wir kriegen eine Meetings-Benachrichtigung. Und schauen. Ich gehe jetzt an. Das Ich ablegen und ganz von vorne anfangen, wenn Sie hier umlegen wollen. Damit wird auf Sie aufpassen, Sie müssen Selbstkompetenz beweisen. Nee, überhaupt nicht bedrohlich. Das ist nicht vor die Hand. Also machen wir. Bedankt. Vorlesung für diese. Machen wir. So, Unterricht am Regenton. Sitzungsraum. Schweiz. Das war das, wo man das erste Mal schon die Aufgaben 2 Jahren schon mal gespielt hat.
Jason Carter is a death row inmate. In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Upon completion of his work, he will be a free man. Jason Carter is now D503. Ganz wichtig bei dem SCP-Zeug ist, das Glas-Personal. Das sind alles Häftlinge, die teilweise zum Tode verurteilt wurden. Die arbeiten sozusagen für die SCP Foundation, um, wenn sie das Ganze überleben, was nicht allzu häufig vorkommt, Strafe erlassen zu bekommen. Ich spiele jetzt quasi so ein E-Class-Personal. So wie das aussieht. D503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself. Wer kann es nicht sein? Wir haben sammeln irgendwas ein und packen es dann drauf. Benzintag aus Plastik, selbst nach 100 Jahren noch nicht zersetzt, Müll und abhängige Sorte. So. Ist jetzt ja drauf. Durch die Wüste und sammeln Müll ein. Okay. Sammeln Müll und verbrennen.
This was D503's first day of work. SCP protocol mandates that D503 now undergo a psychological evaluation. Wir wollen am besten das Übrigens, was zu essen? This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Ham from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Ham, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Ham. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it, or they, have their own rules. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day.
Let's have a look at what happened. Das ist auf jeden Fall verbindlich. Wir sammeln noch wieder. Scheinbar will er uns da nicht lang lassen. Immer noch. Interessant. Aber die lässt sich hoffentlich verbinden. D503 had completed his task. However, he did not realize that he had already encountered his first anomaly. Spindel verbrannt. Psychologischer Test werden. Wählen Sie 300 mit. Nee. Wählen Sie 3 Bilder auf lebensreichen Ergebnissen. Der einfache Rechnungssitz. Yay! 22 Tage bis zur Freiheit. Woche, ne? That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is dreaming. Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night.
pausieren, sorry. The 8th day marked a significant turning point, the start of SCP-7457's impact on D503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham. I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay, our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. Sind wieder da. D503 found a radar that perfectly resembled his own. However, D503 didn't seem to think much of it. Das ist bedeutend. Jungs sehen auch überhaupt nicht aus, als ob da eine Leiche drin ist. Deponie. Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. A sandstorm. D503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back.
gut. D503 managed to find a site just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A site he was not familiar with. Ich meine, Gott. Hier war. Etwas runter. Und selber raus. Experienced a call from an unknown voice. Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. D503 was able to break away from the Foundation's control. He has seen the test results of other level D personnel who were analyzed at SCP-7457. That's right, none of the level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert. Die Computer von ihnen der vor mir war. Okay.
Humans often believe that their fate is in their own hands, that all choices come from their own free will. They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. Nächste und sammelt mich ein. Ja. Later, experiment participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run, because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program.